erstmal. Jetzt Ja, stehen hallo. wir hier bei nicht optimalem Wetter, aber doch gut begehbaren Zwischenfruchtacker. Bei Ihnen auf dem Hof. Ja, eben ein paar Worte zu Ihnen und wo wir hier sind. Ja, wir sind hier in Nordbayern, sehr kalte Region. Sandiger, lehmiger Boden aus Granitverwitterung. Und wir haben schwere Bedenken gehabt, dass man das No-Till auf diesen Standard umsetzen kann. Aber nach den ersten Jahren sind wir sehr zufrieden. Vorfrucht war Wintergerste, sehr frühjährend und für uns sehr wichtig, dass wir die Zwischenfrüchte entsprechend im Herbst noch Zeit geben zu wachsen. Deswegen eine frühernde Frucht und dann die Zwischenfrüchte Einsaat. Und wir haben 17-gliedrige Zwischenfrucht und Hauptaugenmerk ist auch, dass wir Gräser reinbekommen, aber auch natürlich Kleearten, Leguminosen und auch was im Betrieb auch schon in der Fruchtfolge auch drin ist, ein bisschen Hafer, ein bisschen Ackerbohne und natürlich dann Sonnenblume, Facelia, Ramtillkraut und auch wie hier Tiefenrettich, um die alten Bodenverdichtungen aufzubrechen. Ja, da haben wir das Stichwort schon gebracht, Boden. Wollen wir da mal reingucken, wie der Boden jetzt aussieht? Ja, sehr gerne. Können wir gleich hier bei dem Rettich machen. Natürlich haben wir sehr feuchte Bedingungen jetzt, aber das sieht man hier, wie der Boden aufbricht, wie hier der Rettich eine Tiefenwirkung erzeugt und natürlich der Boden bei dem sehr viel Niederschlag absolut genial, wenn man das hier sieht. Man kann da ruhig ranfilmen hier, wie der Boden hier ausschaut. Absolut schöne Aggregate. Die Regenwürmer sind hier, die Feinwurzeln, hier sieht man schon, dass sie ein bisschen das Wachsen beginnen und absolut genial. Hier der Rettich. Und hier natürlich die Regenwürmer, absolut. Bin sehr zufrieden. Das Problem ist jetzt im Frühjahr jetzt die Gräser in den Griff zu bekommen, weil sie sehr dominant sind. Aber das werden wir chemisch machen und wir haben die Möglichkeit, das chemisch zu regulieren. Soweit perfekt. Ja, ganz spannend, so einen Boden so zu sehen. Wie lange ist dieser Boden schon in der Direktzeit auch mit Zwischenfrüchten eingegliedert und wie hat sich der Boden im Verlauf der Zeit auch sichtbar verändert? Der Boden baut sich von oben nach unten auf. Also im ersten Jahr oder vor Beginn der Direktzeit haben wir da, das ist ein lehmiger Standort, haben wir da Bodenverdichtungen gehabt und da haben wir wirklich Bedenken gehabt. Aber dann so mit der ersten Kleeuntersaat baut sich der Boden im ersten Jahr hier so 8 cm, erhält hier so eine Struktur und mittlerweile sind wir eigentlich auf Krumentiefe 20 cm im 4. Jahr. Wir sind jetzt im 4. Jahr, wo der Boden dann hier so eine schöne krümelige Aggregatstabilität hat. Und da ist eine Durchwurzelung, Sommergerste, die ein bisschen empfindlich ist, absolut kein Problem mehr. Wir haben keine Staunässe, auch in den Feldeinfahrten. Bin sehr zufrieden. Sehr schön. Wollen wir uns mal eine Hauptfrucht ansehen als nächstes? Ja, gerne. Machen wir so. Ja, hier stehen wir nun im Direktsaat Weizen. Vorfrucht Mais, wie ich schon erahnen kann. Ja. Ja, hier sehr, sehr sandiger Boden. Sehr verdichtungsanfällig, sehr dicht gelagerter Boden. Da waren auch Bedenken, kann man hier mit der Direktsaat starten. Aber auch hier waren wir total überrascht, wenn der Boden in Ruhe gelassen wird, wenn oben die Pflanzen, die Wurzeln ihre Arbeit machen können und wenn vor allem die Regenwürmer gefüttert werden, wie schnell sich hier der Boden einstellt für die Aggregate vom Bodenleben und so weiter. Konnte man da Unterschiede in der Entwicklung des Bodens bezüglich der Wurzeln sehen zwischen verdichteten Zonen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Feldeinfahrt sehen, oder Zonen, die eher weniger verdichtungsanfällig sind? Eigentlich nicht. Vor allem bei der Feldeinfahrt waren wir sehr überrascht, dass auch hier der Pflanzenbestand, hier ist ja so die Trasse, wo alles rausgefahren wird aus dem Feld, dass hier eigentlich auch kein Ertragsunterschied ist. Was wir gemerkt haben, ist, dass die Felder in den ersten Jahren die Flächen etwas inhomogen von den Erträgen werden. In der Senke, ich denke auch vielleicht Staunässe, da haben wir schon eine Auswirkung gehabt zum Vergleich zur Mulchsaat. Da waren die Erträge in der Fläche etwas gleichmäßiger. Jetzt nach 4 bis 5 Jahren gleichen sich aber die Erträge
in der Fläche wieder besser an und sind eigentlich zufrieden. Haben sich die Erträge auch unter wechselnden klimatischen Bedingungen, je nach Jahr, auf ein Niveau oder wie hat sich die Volatilität der Erträge entwickelt im Vergleich zu? Wir haben einen Ertragsrückgang im Schnitt zwischen 5 und 15% festgestellt. Wir haben aber wesentlich den Stickstoff und den Chemieeinsatz reduziert und dementsprechend sind wir von der Wirtschaftlichkeit eigentlich sehr zufriedenstellend. Aber diesen absoluten Spitzenertrag zum intensiven Bodenbearbeitung, denke ich, werden wir nicht mehr erreichen. Ja. Aber jetzt hier im Weizen gehen wir von einem Potenzial von 80 Doppelzenten plus X aus. Mit wesentlich weniger Betriebsmitteleinsatz. Wie hat sich die Direktsaat auf den Pflanzenschutz ausgewirkt? Die Direktsaat ist ein komplettes System und wir hier uns natürlich dahingehend entwickelt, dass wir kein Insektizid oder komplett auf Insektizideinsatz verzichten, damit wir ein Gleichgewicht einstellen können zwischen Schädlingen und Nützlingen. Also wir haben ein komplettes Insektizidverzicht im Betrieb. Wachstumsreglerverzicht. Wir arbeiten hier auch mit Bestände Walzen, kurz vorm Schossen und vor allem in der Bestockung, dass hier die Pflanzen genug Möglichkeit bekommen, in die Halmfestigkeit zu investieren. Und generell diese Gräserproblematik, durch das, dass wir keinen Unkrautsamen mehr vergraben, haben wir eigentlich durch den Schnitt wesentlich weniger Chemieeinsatz. Und das geht eigentlich einher mit diesem kompletten System Direktsaat. Ja. Wollen wir uns den Weizen einmal ansehen? Ja, Boden Weizen, hier. Wurzel Ja. ist was entscheidet. Natürlich hier, wenn man reinsticht, auch sehr positiv, war man da überrascht. Man sieht hier, denke ich, wie sich der Boden von oben nach unten hier aufbaut. Oben her natürlich auch wieder sehr krümelig, gute Stabilität. Nach unten hin, ich denke hier, das sind so 15 cm. Nach 4 Jahren sehr gut erkennbar, was der Regenwurm für Losungen macht, was er für Gänge schafft. Hier natürlich extrem sandiger Standort, aber so ab 15 cm runter wird der Boden dichter. Und das wird man sehen über die Jahre, wie weit dann das nach unten hier noch eine Veränderung stattfinden wird. Aber für uns absolut zufriedenstellend. Wir haben jetzt die letzten 3 Monate 300 Milliliter Niederschlag gehabt, teils auch Starkregen. Und von der Oberfläche her, von der Verschlemmung her eigentlich, bin ich sehr zufrieden. Und wir haben relativ wenig Organik oben aufliegen als Schutz. Aber wie auch hier erkennbar, die Regenwurmlosung absolut stabile Aggregate, wo auch Starkregenereignisse nicht zu viel Schaden und Verschlemmung anrichtet. Man wundert sich, was die Regenwürmer bewerkstelligen können an Bodenbearbeitung. Wo wir darüber sprechen, gab es ja Probleme mit einer Flugsohle oder Schadverdichtung in tieferen Bodenschichten? Ja, gab es. Wir waren bis vor 8 Jahren rein pflügender Betrieb und wir haben da so auf 18 bis 20 cm gepflügt. Dieser bearbeitete Horizont ist jetzt absolut krümelig, absolut top und darunter merkt man schon noch, dass hier der Boden fester ist, aber die Wurzeln gehen durch diese Schicht durch diese Pflugsohle, auch hier erkennbar. Und wie sich das dann entwickelt, wird man die Jahre sehen. Genau, man sieht deutlich, dass die Anzahl der Wurzeln da unten hin abnimmt. Also tut da die Natur ihr Werk, die Schadverdichtung auch wieder zu lockern. Und da auf den Flug verzichtet wird, ist auch davon auszugehen, dass keine neuen entstehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr spannend. Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick auf den 2 Flächen, die wir besichtigen durften. Gerne. Ich bedanke mich fürs informative Gespräch und wünsche eine gute Ernte. Dankeschön.